Ist was Neues bei dir? Naja, nicht wirklich. Ein paar neue Essen jetzt mal besorgt. Da lässt sich's gut draus trinken. Ansonsten Aquarium haben wir neu gemacht. Ja, Ist was Besonderes? steht halt mitten im Raum, kannst drum rumlaufen. Komplett. Ja, ansonsten. Ja. Kann man nicht um jedes Aquarium rumlaufen? Nate-Drop. Hallo und herzlich willkommen zu diesem fantastischen Video. Wir sind heute beim Flo. So dumm. Ja. Und wir schauen uns sein neues Becken an. Es ist ein Showtank, 360 Grad Umgeber. 1,50 Meter auf 1,50 Meter, 70 hoch. Yes. Separater Technikraum, volles Programm, mehr geht nicht. Von daher, let's go! Geiles Becken, mein Lieber. Vielen, vielen Dank, dass ich mir das heute mal anschauen durfte. Wie bist du auf die Idee gekommen, dir so ein Teil ins Wohnzimmer zu kloppen? Ja, wir haben neu gebaut und dann, wie es halt so ist, am Anfang machst du dir Gedanken, wie soll das aussehen, und ich meine, da darf natürlich das Aquarium auch nicht fehlen. Natürlich nicht. Dann hatten wir die Chance, dass wir es in den Neubau gleich mit integrieren, mit Stützwand und was dann alles brauchst dafür. Also ihr habt quasi einmal in den Boden Stützwände schon eingebaut, weil, was schätzt du, was wiegt das Teil hier? Ja, es werden um die 4 Tonnen, wenn hier stehen. Und wir haben bündig unterm Aquarium die Stützwände vom Technikraum stehen. Das Ganze ist eine Etage tiefer. Fußbodenheizung natürlich ausgespart an dieser Stelle. Was hast du denn so an Nettovolumen hier drin? Ich meine, Technikraum schauen wir uns natürlich gleich an, das ist nochmal eine ganz andere Story. Was hast du hier im Kreislauf drin an Litern? Also im Kreislauf laufen um die 3.500 Liter komplett. Wir haben einen separaten Technikraum, wie du schon sagst, da konnten wir uns natürlich austoben, weil du einfach nicht platzgebunden bist an diese Unterschrankgeschichte. Wollen wir den Blick unten reinwerfen? Hier unten rein? Ja. Ja, kann ich dir gerne zeigen. Da geht es ganz spannend zu. Da ist nämlich nichts drin. Und ja, also die Rohre gehen 1:1 gerade runter, dann geht das unten erst los. Ja. Wenn wir jetzt einmal zur Thematik Korallen gehen. Ihr habt einen Acroporenstock, der so groß ist wie eine 15 Kilo Hantelscheibe. Ihr habt einmal ein paar schöne Euphylien drin und ihr habt eine Menge Fische. Hast du auch was Bestimmtes Wert gelegt? Wir machen das eigentlich oft so, dass wir einfach ein Mischbecken haben, in dem alles drin ist, was einfach in dem Riffbecken gut funktioniert. Also sowohl Fische als auch Korallen, die jeder normal Aquarianer, sage ich mal, sich auch reinstellen kann. Keine besonders ausgeflippten Sachen oder ähnliches. Fahren das Ganze relativ natürlich, überlassen das mehr oder weniger sich selbst. Natürlich muss man ab und zu mal was schneiden oder was machen. Aber im Großen und Ganzen einfach mit so wenig wie Hilfsmitteln wie möglich. Auch wenn wir in diesem Hobby nicht gleich alle Vegetarier sein müssen, finde ich es wichtig, dass man beim Pflegen von lebendigen Tieren immer in erster Linie an deren Wohl denken sollte. So ist es ein weiterer Vorteil bei so einem quadratischen Becken, dass die Fische, egal von welcher Seite man sich dem Aquarium nähert, immer genügend Ausweichraum nach hinten haben. Das ist gerade bei freischwimmenden Tieren enorm stressreduzierend. Flo hat hier 9 verschiedene Arten von Lippfischen drin, die ja gerne mal springen. Und obwohl das Becken nicht abgedeckt ist, hat hier noch kein Tier den Glaskasten verlassen. Für all diejenigen, die sich jetzt auch ein 360 Grad ansehbares Aquarium zu Hause hinstellen möchten, was muss ich beachten mit Kammhautbildung, solche Sachen? Das ist wahrscheinlich Strömung, alles ein bisschen schwieriger, oder? Eigentlich finde ich es sogar ein bisschen einfacher, weil
mit dem Abzug jetzt speziell, wir können mal rumgehen, dann sieht es ein bisschen schöner. Das ist ein sogenannter Silent-Ablauf, da haben wir uns so ein bisschen drauf eingeschossen, ein bisschen spezialisiert, diese Ablauftechnik zu verwenden und eben keinen klassischen Schacht zu nehmen, der immer dreckig wird, wo die Glasrosen drin wachsen, wo man nicht hinkommt, dann springt wieder ein Fisch rein und diese ganzen Sachen habe ich jetzt hier nicht. Wir haben einfach diesen großen Silent-Ablauf-Topf oben drauf und der ist flüsterleise, wie du hörst, hörst du gar nichts. Das stimmt, also Und hier ist wirklich Totenstille drin. Genau, und geht mit den Strömungspumpen weiter. Wir wollten hier einen ganz cleanen Look haben, an der Glasscheibe nichts irgendwie dran haben, deswegen haben wir die Pumpen in den Riffaufbau integriert. Es sind auch nur 2 große Tunzelpumpen drin, die sind relativ weit unten angeordnet und blasen so ein bisschen nach oben raus. Und dadurch bekomme ich so eine richtig schöne Ringströmung, sage ich jetzt mal, auf beiden Seiten. Ja, geil, auf jeden Fall. Scheint ja sehr gut zu funktionieren. Wo es dann schon ein bisschen lauter zugeht, ist im separaten Technikraum unter dem Aquarium. Wobei im Keller bockt Lärm halt auch einfach niemanden. Was sagt ein Architekt, wenn man von so einem Vorhaben berichtet? Ja. Erstmal ganz viele Fragezeichen. Die sind ja auch kreativ unterwegs und können sich viel vorstellen, was eben noch nicht da steht. Und dann haben wir das schon ganz gut mit ihm dann hingekriegt. Ja. Warte, ich schmeiß hier nämlich alles um. Ah! Im Prinzip ist er relativ einfach. Ne? Du fängst einmal da oben an und dann geht's hier runter. Ja, das Wasser kommt runter, wird hier einmal aufgefächert oder aufgeteilt. Man kann hier direkt ins Technikbecken gehen, das ist aber zu, sondern wir gehen hier weiter, gehen in den großen Tiling-Rollermat rein, haben hier dieses Aquaflies vom Tiling drin und dann geht es vom Tiling in den IBC-Tank. Der IBC-Tank läuft einfach mit und wenn man sagt, man möchte einen Wasserwechsel machen oder irgendwas, dann kann ich hier zumachen, mache hier auf, dann geht der Kreislauf ganz normal über das Technikbecken weiter. Wir lassen hier den IWC ab, wir füllen den neu, können den beheizen, das Salz kann sich umwälzen, kann sich lösen, dann nehmen wir den wieder mit rein und so habe ich 600 Liter Wasserwechsel im System, ohne großartig, dass ich mir erst was hinstellen muss, was anrühren muss oder ähnliches. Ansonsten ganz klassisch, wie auch eben schon, weniger ist mehr, Abschäumer, Eigenrefugium, mal Aktivkohle, sporadisch mal dazu, UV-Klärer und ja, that's it. Und jetzt die altbekannte Frage bei jedem Aquarium: Was ist dein Lieblingstier in diesem Becken? Tatsächlich würde ich sagen, die 2 Muränen, weil die einfach vom Verhalten absolut cool sind, weil die einfach noch mehr als ein Fisch auf dich bezogen ist mit der Fütterung und mit diesen ganzen Themen, was ja auch jetzt ein großes Becken ausmacht, da kannst du halt auch sowas halten. Springt die nicht raus? Ich meine, Sirenen sind ja schon so ein bisschen klettermäßig unterwegs. Die gehen gerne hoch, aber dadurch, dass wir das eigentlich immer an der Glasscheibe tun und wir ja hier doch relativ große Streben drin haben, haben wir das Problem auch nicht. Hast du gewartet, damit wir füttern können? Natürlich. Geil. Wir haben richtig Hunger. Wir können jetzt richtig Vollgas geben. Bei einem Becken über 3000 Litern ist natürlich die Glasdicke auch immer so eine Sache. Weißt du, wie dick euer Glas hier ist, was ihr verbaut habt? Wir haben jetzt hier ein 15er Glas verbaut und haben das natürlich mit relativ massivem Streben ausgearbeitet, dass einfach die Stabilität da ist. Nennt sich Pool Tank, der Style, ne? Nennt sich Poolbecken, wobei jetzt bei einem richtigen Poolbecken diese Streben gar nicht da sind. Dann habe ich ja wirklich reine stehende Scheiben. Da hätte man hier aber wirklich auf Glasdimension gehen müssen, wo das Ganze dann einfach auch schwierig wird im Aufbau. Man müsste es dann vor Ort verkleben, das haben wir jetzt nicht gemacht. Und auch mit den Streben hat man ein bisschen den Springschutz schon noch da. Wir haben auch kein Weißglas genommen, das ist tatsächlich ein ganz normales Floatglas. Ja. Dadurch, dass du diese tiefen Ausmaße hast, hast du bei Weißglas, du musst ja doch 1,50 Meter Wasser durchgucken, um überhaupt die Scheibe hinten zu sehen. Also das macht keinen Unterschied. Bis 15 mm empfehlen wir eigentlich . Da
reichen ganz normale Scheiben aus. Aber wir haben hier wirklich ein hochwertiges Floatglas aus deutscher Produktion, was also auch nur sehr wenig Grünstich hat. Jetzt weißt du, was ich anspreche, und zwar, wie geil muss man sein, um den Unterbau gleichfarbig mit der Wand und auch noch mit der Küche zu machen. Da will er nichts zu sagen. Ich habe jetzt hier, nee, ich wollte eigentlich, aber ich habe eigentlich nicht, das ist doof. Ja, schön war es bei dir. Ja, Geil. Freut. Also ich habe schon wieder 50.000 neue Ideen für Becken bei mir daheim. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Ich glaube, ich muss aufhören, Aquarien zu filmen, weil das wird gefährlich langsam. Du siehst so viele schöne Sachen. Ne? Das ist nicht gut.